Eigentlich wollte ich den Wizard TS215 nicht testen, weil er so schlecht per FPV zu fliegen war. Aber die Version 2 von Wizard TS215 ist in sehr guter Qualität. Moderne 40A, 32-Bit ESCs mit LED sind eingebaut. Die 2450 kV-Motoren sind schön stark und drehfreudig. Die Arme sind 4 mm dick aus starkem Carbonmaterial. Und endlich eine gute Runcam Micro Swift 2 ist eingebaut mit 2,3 mm Linse. Die Antenne ist ziemlich kurz und an der Seite montiert, aber liefert gutes Videobild. Das neue DVR-Aufnahmemodul erkennt man an den zwei dicken weißen Kondensatoren, die zum Speichern vom Video dienen, wenn der Akku ausgeschaltet wird. An der Seite ist der SD-Karteneinschub, steckt die SD-Karte drin und wird der Akku angeschlossen, so beginnt das Modul sofort aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist der SD-Karteneinschub für die Flugcontroller Blackbox. Das FC-Board ist leider eine Sonderanfertigung, die mit den 4 Armen befestigt ist, mit Anschlüssen für die ESCs. Hier sieht man die LED an dem ESC. Unten ist ein Silikon-Akkupolster, zwar nicht genug dick, aber der Akku wird mit 2 Klettverschlüssen gut festgehalten. Das 16 AWG-Kabel ist zwar dünn, reicht aber vollkommen aus bei der kurzen Länge. Die Propeller sind sehr gut von Dalprop, die Zyklone T5046C. 2 Sätze sind dabei. Der Wizard wiegt mit 348 Gramm recht viel. Das liegt, denke ich, an den schweren Motoren. Um einen Empfänger anzuschließen, habe ich den Deckel abgeschraubt. Unten befindet sich der Videosender, der schön über eine OSD-Anzeige eingestellt wird. Hier wird mit der Fernsteuerung die Betaflight-Einstellung geöffnet. Unter Future befindet sich VTX SA für Smart Audio Einstellungen. Dort kann man das Band, die Frequenz und die Sendeleistung einstellen. Komischerweise funktioniert die Einstellung ab Beta 3.3.0 nicht mehr. Unter dem Videosender befindet sich das einfache DVR-Modul zur Aufnahme von Videos in nur 640 x 480 Pixel. Die Aufnahme startet beim Anschließen vom LiPo automatisch. Hier auf dem Board sieht man den Gyrochip, der auf einem Kissen liegt und wird so vor Vibrationen geschützt. Unter BL Heli Suite 32-Bit kann man die aktuelle Firmware 32.4 aufspielen, ist aber nicht unbedingt notwendig. Und Betafly sollte man am besten zuerst bei der Version 3.2.5 bleiben, bei der das TBS Smart Audio funktioniert. Ab Version 3.3 konnte ich nicht mehr die Einstellungen vom Videosender über OSD mit der Fernsteuerung einrichten. Und der Konfiguration werden die ESCs auf D-Shot 1200 eingestellt. Motto Stopp bleibt aus, damit die Motoren in der Luft nicht stehen bleiben. PID Loop ist auf 4 kHz eingestellt. Barometer wird nicht benötigt. Für FSK-Empfänger wird S-Bus ausgewählt. Air-Mode, Anti-Gravity und Dynamikfilter werden aktiviert. Bei der Batterie stelle ich die maximale Zellenspannung auf 4,4 Volt wegen einem HV-LiPo. Bei den PID-Einstellungen bleibt alles auf Standard. Ich erhöhe nur die Super Rate auf 0,75. Unter Filter wird der Determ-Filter auf PT1 eingestellt, Notch-Filter 1 und 2 werden deaktiviert. Unter Receiver nutze ich nur noch die Kanalreihenfolge AETR, also ändert sich hier nichts.
kurz mal den Akku rein und testen, ob die Fernsteuerung geht. Gegebenenfalls müssen die Min- und Max-Werte über RX-Range-Parameter unter CLI oder auf der Funke angepasst werden, damit die Werte zwischen 1000 und 2000 sind. Mein XM Plus Empfänger überträgt auf AUX 12 den RSSI-Wert. Bei Modes stelle ich auf Schalter 1 die Motoren ein, auf Schalter 2 liegt der Flugmodus, bei der Schalterposition 1 ist der stabilisierte Flugmodus Angel, auf Position 2 der Horizon mit 3D-Flips und auf Position 3 ist der Acro-Modus. Der Beeper liegt auf Schalter 3, bei der OSD-Anzeige zeige ich RSSI, Akkuspannung und die Flugzeit an. Unter der Eingabeaufforderung CLI kann man mit dem Befehl Version die 5er ausgeben lassen und mit diff werden die Änderungen aufgelistet, die man sich unter einem Texteditor abspeichern kann. Zum Fliegen verwende ich ein HV Tatulepo mit 1300 mAh. Der Akku sitzt fest auf dem Wizard, befestigt mit den 2 Klettverschlüssen. Flugfertig wiegt der Wizard 513 Gramm. Das Flugverhalten von Wizard ist gut. Die Motoren liefern gute Beschleunigung, das FPV-Bild ist störungsfrei. Die Aufnahmen vom DVR-Modul sind qualitativ nicht besonders gut. Ich habe das Gefühl, dass die Aufnahme von der FPV-Brille sogar mehr Details liefert. Das DVR-Modul hat hier einen kleinen Vorteil. Es hat keine Übertragungsstörungen. Auf jeden Fall stört mich das Modul nicht. Wenn man das DVR-Modul nicht braucht, kann es ohne zu löten aus dem Wizard ausgebaut werden. Die Antenne hätte ich lieber länger und am Ende vom Racer befestigt. Ich bin mit dem Wizard TS215 sehr zufrieden. Hätte mir nur gewünscht, dass der Racer bei Betaflight bereits voreingestellt ist. Der Wizard TS215 fliegt auf jeden Fall besser als sein Vorgänger, der Wizard X220S.